Wie aus diesen 3 Zutaten ein richtig leckeres und vor allem saftiges Brot entsteht, das zeige ich euch heute. Als erstes nehme ich 480 Milliliter lauwarmes Wasser und darauf gebe ich 1,5 bis 2 Teelöffel Trockenhefe. Einrühren. Und zur Seite stellen. Dann nehme ich 500 Gramm Vollkornmehl, entweder Weizen oder Dinkel. Und wenn ihr wie ich eine Getreidemühle habt, dann solltet ihr euer Getreide auf jeden Fall selber mahlen. Ansonsten geht es natürlich auch sehr gut mit gekauftem Mehl. Auf mein Mehl gebe ich 1,5 Teelöffel Salz, 80 Gramm Walnüsse, die solltet ihr mindestens halbieren oder vierteln. Ich habe sie geviertelt. Und 100 Gramm klein geschnittene getrocknete Feigen. Sollten eure Feigen zu trocken und zu fest sein, dann weicht ihr die vorher ungefähr eine halbe Stunde in Wasser ein. Und das alles erstmal vermischen. Meine Hefe geht gerade schön auf. Ich vermische das noch einmal und gebe das in einem Schwung auf mein Mehl. Zwischendurch einmal stoppen und die Reste vom Rand lösen. Mein Teig ist fertig vermischt. Die Konsistenz ist eher weich. So sollte das aussehen. Ich decke meine Schüssel jetzt ab und stelle das für 1-2 Stunden an einen warmen Ort, bis sich der Teig etwa verdoppelt hat. Mein Teig ist schön aufgegangen. Ich habe den ungefähr 1,5 Stunden gehen lassen. Ich falte den Teig jetzt einmal. Dann nehme ich eine beschichtete Backform und da gebe ich ein bisschen Öl rein. Wenn ihr eine Backform ohne Kratzer und ohne Beschädigungen habt, dann braucht ihr da theoretisch noch nicht mal Öl reingeben. So. Den Teig verteile ich ein bisschen. Ich decke das nochmal ab und stelle das für ungefähr 20 Minuten zur Seite. In der Zwischenzeit heize ich meinen Backofen vor auf 190 Grad Ober-Unterhitze. Bevor ich das Brot backe, verteile ich aber noch mein kleines bisschen Vollkornmehl oben drauf. Leicht einschneiden, obwohl der ist ein bisschen weich, der Teig. Ja, das reicht. Mein Ofen ist jetzt vorgeheizt auf 190 Grad Ober-Unterhitze und darin backe ich das Brot mit Wasserdampf für etwa 50 Minuten. Schaut mal, wie schön das Brot geworden ist. Und ich hätte nicht gedacht, dass der Schnitt doch noch was geworden ist. Ich dachte, der Teig wäre dafür zu flüssig, aber sieht richtig schön aus. Ich zeige euch das jetzt mal von innen. Ach, schade, man sieht noch hier gar nichts von den Feigen, aber ihr seht, wow, wie weich das ist. Schaut mal. Oben knusprig und richtig weich im Innern. Oh, ich schneide noch mal eine Scheibe. Ich hoffe, ich finde ein Stück Feige. Ja, also man könnte sogar noch ein paar Feigen mehr reingeben. Die Walnüsse reichen, aber Feigen könnte man tatsächlich noch ein bisschen mehr reingeben. Aber ich vermute mal, die kommen alle da hinten. Aber die verteilen sich auf jeden Fall in dem Brot. Und wenn man die dazwischen hat, ist das einfach nur richtig lecker. So, ein Versuch noch. Wahrscheinlich stecken die Feigen alle an der anderen Seite. Ja, hier kommen wir dem doch schon näher. Ja, hier kommen die Feigen durch. Boah, das sieht richtig lecker aus.
Richtig lecker und das schmeckt auch richtig lecker. Aber schaut mal bitte, wie toll das aufgegangen ist. Ein reines Vollkornbrot, richtig schön aufgegangen und vor allem butterzart. Ja, wer mag, kann die doppelte Menge Feigen reingeben. Denkt nur daran, dass ihr die Feigen in kleine Stücke schneidet und dann lasst es euch schmecken. Schaut bitte auch nochmal in die Infobox, da schreibe ich euch dann noch ein paar wichtige Sachen rein. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal.